Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. Da ich immer wieder gefragt werde, ob man mein beliebtes Sarma-Rezept nicht auch ohne Fleisch zubereiten kann und welche Blätter ich empfehle, zeige ich euch heute vegan gefüllte Weinblätter. Außerdem gibt es noch ein paar Tipps und Tricks, wie man die Blätter schnell und einfach füllen und aufrollen kann. Wenn ich mal keine frischen oder selbst eingelegte Blätter habe, dann nehme ich solche vakuumierten Weinblätter, die es in jedem türkischen Supermarkt zu finden gibt. Grundsätzlich sollte man eingelegte Blätter vor dem Füllen gründlich reinigen, da sie sehr salzig sein können. Ich mache das so, dass ich die Blätter erst in reichlich Wasser abspüle und anschließend noch ein paar Minuten blanchiere. Die blanchierten Blätter sortiere ich grob nach Größe. Wofür das gut ist, seht ihr etwas später. Nachdem die Blätter soweit vorbereitet sind, bereite ich die Füllung vor. Für die Füllung empfehle ich euch einen Rundkornreis, den man zum Beispiel für türkischen Pilau verwendet. Den Reis spüle ich unter fließendem Wasser so lange ab, bis das ablaufende Wasser sichtbar klarer wird und lasse ihn dann abtropfen. Als nächstes würfele ich eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen und eine Paprikaschote. Hier habe ich aus Versehen schon die gesamte Menge an Öl in den Topf gegeben, obwohl die Hälfte davon für die Soße gedacht war. In das Olivenöl kommen jetzt die Pinienkerne. Diese sollten nur kurz angeröstet werden, bei mir sind sie schon ein bisschen zu dunkel geworden. Das Tomatenmark dünste ich immer unter Rühren kurz mit an, sodass es etwas karamellisiert. Und dann könnt ihr die Füllung nach Belieben würzen. Ich nehme hier Salz, Pfeffer, Paprikapulver, 7 Gewürzemischung, getrocknete Minze, Zucker, Zitronensaft und Granatapfelsirup. In diese würzige Mischung gebe ich nun den abgetropften Reis und lasse ihn kurz mitkochen. Jetzt fehlen nur noch die Tomaten. Die könnt ihr entweder von Hand fein würfeln, auf eine Reibe reiben oder wie hier pürieren. Die pürierten Tomaten kommen jetzt ebenfalls in den Topf und dann fehlt nur noch die Petersilie. Die Petersilie hacke ich möglichst fein und mische sie unter die übrigen Zutaten. Und dann ist die Füllung auch schon fertig. Bevor ich aber die Füllung in die Weinblätter rolle, lasse ich sie etwas abkühlen und fülle sie in einen festen Spritzbeutel. Und dann kann es endlich losgehen. Und zwar nehme ich ein Stück Folie, die ich aus einem Gefrierbeutel herausgeschnitten habe. Da lege ich nun das Weinblatt drauf und zwar mit der adrigen Seite nach oben. Auf das Weinblatt spritze ich nun mit dem Spritzbeutel eine Portion von der Füllung auf. Dann klappe ich erst die Seiten des Blattes um und rolle das untere Ende des Blattes einmal um die Füllung. Jetzt lege ich die Folie über die Rolle, drücke sie etwas an, damit sie nicht verrutscht und ziehe die Folie über die Rolle hinweg. Auf diese Weise kann man die Sarma viel schneller und meiner Meinung nach auch besser aufrollen als mit den Händen. Kleine Blätter lege ich zusammen und rolle sie wie ein einzelnes Blatt auf. Blätter mit großen Löchern bzw. Lücken kann man zum Beispiel mit zerrissenen Blättern flicken. Da Sarma beim Kochen gerne mal anbrennen, könnt ihr sie zum Beispiel in einem Dämpfeinsatz kochen. Beim Einschichten der Sarma in den Topf bzw. Dämpfeinsatz beginne ich immer mit den größeren Sarma, da diese mehr Hitze vertragen als die kleineren Exemplare. Für die Soße mische ich nun das überschüssige Öl aus der Füllung mit Tomatenmark, Salz, Granatapfelsirup und Zitronensaft. Dann fülle ich so viel heißes Wasser in den Topf, dass die Sarma und der Teller vollständig bedeckt sind. Falls nötig, könnt ihr später noch heißes Wasser nachfüllen.
Beim Kochen ist es jetzt wichtig, die Flüssigkeit erst bei hoher Hitze zuvor einmal aufzukochen, dann die Hitze zu reduzieren und die Sarma auf der niedrigsten Stufe so lange köcheln zu lassen, bis der Reis weich und gar ist. Nach etwa einer Stunde könnt ihr eine Garprobe machen. Sarma kann man sowohl warm als auch kalt essen. Ich mag sie am liebsten zusammen mit Naturjoghurt. Und jetzt zeige ich euch noch ein Sarma aus der Nähe. Am besten schmecken sie, wenn sie in reichlich Flüssigkeit gekocht werden, sodass sich der Reis schön voll saugen kann und die Sarma richtig schön saftig werden. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert auch das Glöckchen, um kein Rezept mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!